Und zwar mit Autor und Schriftsteller Hasnain Kasim. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo, guten Tag. Also Friedrich Merz und die Frage der Brandmauer zur AfD. Die Pläne des CDU-Chefs schlagen ja hohe Wellen. Zu Recht? Ich finde, Sie schlagen Wellen, die übertrieben sind. Ich bin ehrlich jemand, der sagen muss, ich kann dieses Wort Brandmauer nicht mehr hören. Denn man muss sich doch fragen, ob das alles noch so Sinn ergibt. Ich war immer ein Befürworter der Brandmauer, auch als jemand, der in Österreich lebt. Seit vielen Jahren. Wir hatten hier in Österreich keine Brandmauer, schon all die Jahre nicht. Die FPÖ, was vergleichbar ist halbwegs mit der AfD, hat hier sogar regiert, mehrfach, steht jetzt wieder kurz davor, einen Bundeskanzler zu stellen. Und man muss sehen, das hat nicht funktioniert. Also wir hatten keine Brandmauer hier in Österreich und die FPÖ hat regiert. Wir sehen aber in Deutschland, wo wir eine Brandmauer hatten, auch da funktioniert es nicht. Die AfD hatte mal 5%, 15, 25, in manchen Bundesländern 35%. Die Frage nach der Brandmauer stellt sich irgendwann nicht mehr, wenn sie bei 45% ist. Das heißt, man muss doch eigentlich sich fragen, ist die Brandmauer nicht vielmehr ein Brandbeschleuniger? Und wie kann man so Politik machen, dass der Brand jenseits der Brandmauer nicht mehr brennt, dass dieser Brand gelöscht wird? Das muss doch das Ziel sein. Und ich finde es fatal, wenn man Menschen vorwirft, auch mir zum Beispiel, dass man sagt, ich würde jetzt dadurch, dass ich die Brandmauer in Frage stelle, die AfD akzeptieren, normalisieren. Ich halte das für falsch, sondern im Gegenteil. Ich habe kein Interesse an der AfD. Ich möchte mich nicht anbiedern. Ich weiß ganz genau, dass Menschen wie ich mit meiner Hautfarbe, mit meinem Namen, obwohl ich deutscher Staatsbürger bin und in Deutschland geboren bin, es schwer haben werde, wenn die Höckes dieser Welt regieren. Aber wir müssen doch pragmatisch eine Lösung finden. Wie können wir die AfD klein halten? Und da ist vielleicht die Frage, dass die Brandmauer eben nicht richtig ist, sondern dass man wirklich eine Politik machen sollte, die man für richtig hält. Und wenn dann hier und da die AfD vielleicht zustimmt, dann ist das eben so. Mhm. Allerdings ist es ja so, dass Friedrich Merz eben nicht nur diese Verschärfung der Asylregeln in den Anträgen verpackt, sondern eben auch gleichzeitig eine weitere scharfe Abgrenzung zur AfD. Und daher ist es ja sogar fraglich, ob die AfD überhaupt mitstimmen wird. Ja, also da sieht eben Merz dann SPD und Grüne in der Pflicht. Und die haben aber auch schon gesagt, dass sie nicht abstimmen werden. Also wie ist das insgesamt jetzt zu sehen aus Ihrer Sicht? Also hat er sich da irgendwie verpokert? Also ich halte es für richtig, dieses Thema anzusprechen im Moment, nach Geschichten wie Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg zuletzt. Ich glaube, dass es wichtig ist. Es ist ein Thema, das die Menschen beschäftigt. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir haben jetzt Wahlkampf. Da wird natürlich auch viel Tamtam gemacht. Ob das so klug war, es jetzt zu machen, weiß ich nicht. Das muss Friedrich Merz, das muss die Union für sich entscheiden. Aber man kann das natürlich in dem Moment, wo die Union regiert, danach sieht es ja aus, dass das dann demnächst der Fall sein wird, dann kann sie ja mit einer Mehrheit, die sie dann haben wird in einer Koalition, solche Dinge beschließen. Und ich halte es schon für richtig, auch Grüne, SPD, FDP aufzufordern, sich zu überlegen, wie kann man in diese Richtung gehen, dass man das Ziel erreicht, unser Land sicher zu gestalten, ein Zusammenleben sicher zu gestalten und gleichzeitig Rechtsextremisten nicht stark zu machen. Das muss ja das gemeinsame Ziel aller Demokraten sein. Mhm. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Hasnain Kasim, vielen Dank für diese Einschätzungen. Danke auch.